Ach, wäre das schön. Ein Objektiv, das alle wichtigen Brennweiten abdeckt. Dabei bitte schön lichtstark. Ein 2.8 wird ja reichen, aber dann bitte durchgehend. Ach ja, und wetterfest soll es vielleicht sein. Und möglichst kompakt am besten auch noch. Und natürlich eine tolle Bildqualität haben. Schade. Nur ein schöner Traum. Oder? Moin Leute, hier ist Jochen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Jochen Müller, ich bin Streetfotograf aus Düsseldorf. Ich habe das Buch geschrieben, Streetfotografie, die Kunst einzigartige Augenblicke einzufangen. Schaut mal unten in die Beschreibung, da gibt es einen Link. Ich fotografiere zu 99% mit dem Fuji X-System und freue mich sehr, heute mal wieder ein Objektiv eines Drittherstellers vorstellen zu dürfen, in diesem Fall von Sigma. Herzlichen Dank an Sigma Deutschland, die mir das 18 bis 50 mm f2.8 DCDN zum Testen als Leihgabe zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, das Objektiv geht nachher wieder in die Post zurück zu Sigma. Ich hatte jetzt ungefähr 10 Tage Zeit, das auszuprobieren. Ihr wisst, ich bin kein Pixel-Peeping-Typ. Ich habe das Objektiv bei verschiedenen Gelegenheiten mit mir gehabt und habe einfach so ein bisschen Alltagsfotografie, ein bisschen Streetfotografie. Das Wetter war nicht so dolle, deswegen ist das nur eingeschränkt passiert. Aber ein bisschen Streetfotografie habe ich dafür mit auch gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, wie das Objektiv an meinen Kameras aussieht. Einmal an der X-T5 und auch an der etwas kompakteren X-E4. Und während ihr euch diese Bilder anschaut, kann ich ja schon mal ein bisschen was zu den Spezifikationen dieses Objektivs erzählen. Also es handelt sich um ein 27 bis 75 mm Objektiv im Vollformat umgerechnet, also 18 bis 50 APS-C. Wir haben eine konstante f2.8 Offenblende, wir haben eine f22 als kleinste Blende. Das Objektiv wiegt 285 Gramm. Wir haben eine Wetterversiegelung am Anschluss. Wir haben eine Naheinstellgrenze bei den 18 mm, also bei der weitesten Brennweite von 12,1 cm und bei den 50 mm, also bei der teligsten Brennweite von 30 cm. Bedenkt immer, dass das bis zur Sensorgröße gilt. Das heißt, ihr könnt sozusagen den Abstand oder die Länge des Objektivs vom Abstand schon mal abziehen. Der Autofokus-Algorithmus wurde offensichtlich speziell für den Fuji X-Mount nochmal überarbeitet und das Objektiv ist made in Japan. Das interessiert ja auch mal relativ viele Leute, wo die Dinge hergestellt werden. Eins ist vorab schon mal klar, das Ding wird ausverkauft sein. Also Sigma hat schon angekündigt, dass sie überwältigt sind von der Nachfrage nach diesem Objektiv. Mich wundert das nicht so wahnsinnig, ehrlich gesagt. Es ist halt einfach auch cool. Mit einer Kamera und diesem Objektiv könnt ihr, ich sag mal, bis auf Makro, wobei, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, Fotografie und Vogel- und Sportfotografie könnt ihr damit fast alles machen. Es könnte theoretisch eine Menge meiner Festbrennweiten ersetzen, die ich hier in der Tasche habe, insbesondere die 2.8 F2 Reihe, also 27 2.8, das 23 F2, das 35 F2 und das 50 F2, wenn man auf die eine Blendenstufe verzichten kann, beziehungsweise beim 27 2.8 muss man ja noch nicht mal das. Es ist tatsächlich der perfekte Brennweitenbereich für ein Zoom-Objektiv, wie ich ihn für die Street-Fotografie brauchen würde. Das sind genau die Brennweiten, in denen ich mich innerhalb meiner Street-Fotografie bewege. Okay, am oberen Ende im Tele ist es auch schon mal ein 56 mm, also ein 85 oder 84 mm im Vollformat, aber trotzdem eine Linse. One to rule them all, sozusagen. Natürlich ist ein Objektiv dieser Kompaktheit auch ein Riesenplus für die Streetfotografie. Normalerweise Zoom-Objektive von der Größe, insbesondere bei so einer Lichtstärke, die erschlagen einen. Also wenn man jetzt mal so überlegt, was es Vergleichbares bei Fujifilm gibt, das ist nicht viel. Das ist einmal das 1855, die Standard-Kit-Linse, die ist aber 2.8 bis f4. Die hat halt eben keine durchgehende 2.8 Offenblende. Und dann gibt es natürlich noch das 16 bis 50, was halt im Weitwinkelbereich ein bisschen weiter noch ist als das hier, mit einer durchgehenden 2.8, aber das ist halt ein Riesenklopper. Und ich bin jetzt nicht der Pixel-Pieper, der jetzt optisch großartig Dinge vergleicht, aber die Reviews, die ich gesehen habe, da wechseln die, glaube ich, im Weitwinkel und im Telebereich so die Spitzenpositionen. Also das hier ist im 18 mm, also im Weitwinkel
wenn ich das richtig im Kopf habe, ein bisschen schlechter. Dafür ist es im Tele bei 50 mm besser als das Fuji-Gerät und das kostet halt auch nur die Hälfte. Also das 16 bis 55 weiß ich gerade gar nicht, was das kostet, aber ich habe das immer so für 800-900 Euro im Kopf. Dieses Objektiv hier kostet 499 Euro. Also was die Kompaktheit angeht, ich kann euch das ja mal so ein bisschen im Vergleich zeigen zu meinem 33-1.4. Dann sieht man, dass sie sich nicht so wahnsinnig viel tun. Also klar, beim 33er ist sogar der Durchmesser noch ein bisschen größer. Von der Länge kommt das ungefähr hin. Nur das hier ist halt eben eine Brennweite und das hier ist alles von 18 bis 50, also von 27, 28 bis 75 mm dabei. Mal kurz zu den Nachteilen von dem Objektiv. So ein paar gibt es tatsächlich leider. Die möchte ich euch noch nicht verschweigen. Eine Banalität vielleicht, aber der Zoomring, der geht tatsächlich in die andere Richtung, als ich das gewohnt bin. Also von der Kamera aus gesehen, dreht man den Zoomring entgegen dem Uhrzeigersinn. Das finde ich strange. Das bin ich total anders gewohnt. Ich weiß jetzt nicht, warum sie das machen. Vielleicht hat das tatsächlich irgendeinen Grund, dass Sigma das so rum macht. Ich bin es anders gewöhnt. Ist wahrscheinlich eine Frage der Gewohnheit. Stört mich jetzt nicht weiter, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man viel mit Zoom-Linsen arbeitet, dass das dann nervt, wenn man das irgendwie ständig andersrum machen muss. Dann natürlich mein größter Schmerzpunkt an dem Objektiv. Es hat keinen Blendenring. Ich gehe ja ins Fuji-System, um sozusagen das Belichtungsdreieck immer mit dedizierten Knöpfen und Rädchen einstellen zu können. Das fehlt jetzt hier natürlich an der Stelle. Das heißt, ich muss sozusagen hier mit dem vorderen Dial die Blende einstellen. Das ist in der Tat etwas, was mich wirklich grundsätzlich stört. Ich habe ja auch schon mal mit einem XC, dem 1545, zu tun gehabt, was ja auch keinen Blendenring hat. Ja, das ist was ich wirklich bedauere. Natürlich verstehe ich, dass Sigma das macht. Das Objektiv gibt es schon für L-Mount, das Objektiv gibt es schon für E-Mount. Natürlich haben die jetzt nicht das gesamte Objektiv umgebaut für das Fuji X-Mount, um da Blendenringe dran zu machen. Ich weiß aber, dass Sigma Objektive mit Blendenringen schon hergestellt hat in der Vergangenheit. Deswegen würde ich mir einfach total wünschen, dass Sigma irgendwann vielleicht mal dedizierte X-Mount-Objektive herstellt. Könnt mir aber vorstellen, ne, es gibt ja bisher nur 3 Objektive von Sigma, das 16, das 30, 33 und das 56 1.4. Was man so hört, tolle Objektive, ich habe die alle noch nicht getestet, vielleicht komme ich ja mal dazu. Die haben alle keinen Blendenring. Ich habe auch schon mit Streetfotografen gesprochen, die Reihe benutzen und ja, das ist halt natürlich auch eine Frage der Gewohnheit, hier vorne das Einstellrädchen zu benutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Kameras, die halt eben nicht diese manuelle Steuerung haben, dass das viel weniger ein Problem ist als jetzt hier an der XT-Reihe beispielsweise. Also wenn ich ein Moduswahlrad habe, dann ist das wahrscheinlich eine Frage der Gewohnheit oder für mich halt weniger ein Problem. Aber für mich persönlich fehlender Blendenring nicht so schön. Dann ist das Objektiv nicht stabilisiert. Ich würde mal sagen, das hätte wahrscheinlich ziemlich auf die Kompaktheit eingezahlt, wenn man da noch ein OAS eingebaut hätte. Jetzt hat die XT5 hier natürlich sowieso ein 7 Stufen IBIS. Da wäre das dann halt auch wirklich überhaupt kein Problem. An der XE4 fände ich es jetzt ein bisschen schade. Da hätte ich mir gewünscht, so ein kompaktes Zoom-Objektiv, insbesondere für Video mit ein bisschen Stabilisierung zu haben. Ist jetzt halt nicht der Fall, ist aber auch für die Fotografie auf keinen Fall ein Showstopper, aber für die Videografie. So, ein kleiner Nachteil ist noch der Fokusring. Also wenn ich manuell fokussieren möchte, der ist extrem klein und ja, schlecht zu packen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie so anpacke, den muss ich erstmal mit meinen großen Patschefingern, muss ich den erstmal zu packen kriegen. Finde ich auch nicht so optimal von der Positionierung. Ich fokussiere jetzt nicht so wahnsinnig viel manuell, aber ich fokussiere schon mal ganz gerne manuell nach. Also, dass ich irgendwo mit dem Autofokus was versuche zu catchen und dann nachzufokussieren. Und gerade in so einem Moment ist das nicht so schnell möglich. Ich weiß jetzt nicht, warum sie das gemacht haben. Das wird irgendeinen Grund haben. Trotzdem, solange das auf die Kompaktheit dieser Linse eingezahlt hat, kann ich damit super leben. So, jetzt haben wir die Nachteile vom Tisch. Reden wir doch mal über die ganz offensichtlichen Vorteile dieser Linse. Erstmal von der Optik her. Alles, was ich damit fotografiert habe, sieht
aus, wirklich. Also ich habe jetzt den Vergleich zum 1855 nicht mehr so richtig gut, weil ich die Linse schon länger nicht mehr besitze, aber ich bin absolut begeistert von den Bildern, die hier aus der Kamera purzeln mit diesem Objektiv. Apropos aus der Kamera purzeln, ist so ein bisschen unklar, ob die Linse mit dem 49 Megapixel Sensor irgendwelche Einschränkungen bedeutet. Ich kann keine erkennen. Ich habe Sigma Deutschland die Frage auch gestellt. Man geht davon aus, dass das passt. Aus Japan ist noch eine Antwort schuldig zu dieser Frage, aber man geht davon aus, dass die Linse hier auf jeden Fall mit performt. Ich möchte aber auch nochmal dazu sagen, dass auch die Linsen von Fujifilm, die nicht auf der Liste der unterstützten Linsen für den 40 Megapixel Sensor stehen, dass die ja auch nicht schlechter geworden sind, sondern dass sie halt nur nicht die Auflösung des Sensors voll ausnutzen können. Bisher muss ich sagen, ich kann nicht erkennen, dass die irgendwie schlapp macht mit dem 40 Megapixel Sensor. Wir waren eigentlich bei den Vorteilen. Also, offensichtlicher Vorteil, die Kompaktheit, habe ich eben schon gesagt. So viele unterschiedliche Brennweiten mit dabei zu haben mit einer durchgehenden 2.8, kompakter geht es eigentlich wirklich nicht. Bildqualität habe ich gerade auch schon gesagt, ganz hervorragend. Diese Linse macht halt einfach jeden Body zu einem echten Allrounder und sie macht eben stabilisierte Bodies mit einem IBIS drin auch zu einem echten Video-Allrounder. Was ich ganz besonders outstanding finde, ist die Naheinstellgrenze bei 18 mm. Die liegt nämlich bei 12 cm von Sensor aus gesehen. Die Markierung kennt ihr ja immer hier oben auf der Kamera. Bei der X-T5 ist die jetzt hier, habe ich mir vorher gar nicht angeguckt, ist die hier auf dem Dings, auf dem Sucherhuckel. Das heißt, das Objektiv selber müsst ihr noch abziehen und ich habe das halt ausprobiert bei 18 mm. Wenn man die Sonnenlichtblende oder die Streulichtblende drauf hat, dann kommt man gar nicht nah genug ran. Also man muss die Streulichtblende abnehmen, um bei 18 mm so nah ranzukommen, wie man kann, um Dinge noch scharf zu stellen. Das ist der absolute Hammer, habe ich ausprobiert damit, ganz toll. Die durchgehende Lichtstärke von f2.8 ist natürlich auch der Bringer. Fujifilm hat nichts Vergleichbares für seinen eigenen Objektivanschluss. Und das insgesamt im Gesamtpaket, das lässt mich sogar wirklich vergessen, dass dieses Objektiv keinen Blendenring hat. Also die Vorteile überwiegen so krass, dass ich wirklich überlege, dieses Objektiv für meine Alltagsfotografie, aber auch für einen Städtetrip, Streetfotografie, wenn ich nur eine Linse mitnehmen kann, die halt zu besorgen. Zu einem sensationellen Preis. 499 € ist wirklich, wirklich nicht zu teuer, wenn ich mir mal überlege, was die Alternativen kosten. Also, mein Fazit zu der Linse ist, ach, hätte es doch einen Blendenring, dann wäre es perfekt, wirklich. Auf OIS kann ich ehrlich gesagt wirklich verzichten, aber auch so ist es halt dann eben ein nahezu perfektes Allround-Objektiv. Ja, das meine ich halt eben sowohl für meine Alltagsfotografie als auch für Reisen oder auch eben für die Streetfotografie wunderbar geeignet. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Das war es auch schon zum Sigma 18 bis 50 mm f2.8. Ich hoffe, ich hatte ein paar interessante Infos für euch bereit. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte ein Like da. Wenn ihr super nett seid, dann lasst ihr mir sogar ein Abo da. Haut direkt auf die Bimmel, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von diesem Objektiv haltet, was ihr euch sonst noch vielleicht von Sigma für Objektive für den Fuji X-Mount wünschen würdet. Ich wäre total interessiert dran, da ein bisschen was von euch zu hören. Nochmal vielen Dank an Sigma Deutschland für die Leihgabe und ihr bleibt schön gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, ciao.